Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein HP-Laptop und zwar ein 17BY2 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die Modellnummer finden könnt, aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Notebook nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite, ziemlich klein geschrieben hier oben. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch ziemlich einfach ist. Man muss dafür nicht die ganze Einheit abschrauben, sondern nur den Frontrahmen abnehmen und ja, kann danach das Display tauschen. Anders sieht das bei Tastatur und Touchpad aus. Die sind mit dem Topcase verbunden. Das heißt, da muss man alles rausnehmen und ja, ein neues Topcase reinbauen. Gut, um das Laptop jetzt zu öffnen, müssen wir diese Schrauben hier rausnehmen. Die in der Mitte hier hält das Laufwerk, was auch raus muss. Und zusätzlich sind auch unter den Gummischienen nochmal Schrauben versteckt. Ich habe die obere jetzt hier schon gelöst, damit man das besser sehen kann. Die ist mit doppelseitigem Klebeband da einfach nur draufgeklebt. Die untere muss man nicht komplett entfernen. Da reicht es eigentlich links und rechts außen, die so ein bisschen aufzuhebeln, auch mit einer Hilfe. Und da sind dann zwei Schrauben drunter, die kann man einfach lösen, ohne die gesamte Schiene da jetzt abmachen zu müssen. Ich habe dafür ein Universalwerkzeugset benutzt. Das sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Ja, und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher, und zwar einen PH0. Und ja, wie vorhin schon erwähnt, die eine Schraube hier hält das Laufwerk. Das muss auch raus, das kann man einfach seitlich rausziehen. Und darunter sind nämlich auch nochmal zwei Schrauben und ja, die muss man auch entfernen, was ich hier schon gemacht habe. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind. Oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen.
Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und der ist in dem Fall direkt auf dem Mainboard mit verbunden. Das heißt, wir nehmen den Akku komplett raus. Dazu lösen wir diese Schrauben hier. Und dann haben wir gleich 2 Fliegen mit einer Klappe. Den Akku kann man einfach aus dem Gerät nehmen dann. Und eben auch gegebenenfalls ersetzen. Gut, was sehen wir noch? Wir sehen hier drüben die SSD. Da sehen wir den Platz für die 2,5 Zoll Festplatte. Da könnte natürlich auch eine drin sein. Die wäre dann hier verbunden. Da sehen wir die beiden RAM-Riegel. Und hier ist der Lüfter und der Heatsink, der die CPU kühlt, und die GPU. Und hier sehen wir noch das WLAN-Modul. Hier sehen wir die SSD, und um die auszutauschen, muss man eigentlich nur die Schraube hier unten lösen. Und dann kann man die gesamte SSD einfach ein bisschen nach oben ziehen und rausnehmen und gegebenenfalls durch eine neue ersetzen. Ja, die schiebt man dann einfach wieder hier rein, macht die Schraube auch wieder fest. Und fertig. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Und dann springt der einem förmlich schon entgegen. Man kann den dann einfach rausziehen und umgekehrt einfach wieder genauso reinstecken. Und dann nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. So, den Lüfter zu tauschen ist hier auch ziemlich einfach. Dafür muss man diese Schrauben hier rausnehmen, dann das Kabel, das hier vor dem Lüfter entlang läuft, aus der Führung nehmen und natürlich auch den Stecker vom Lüfter selber noch trennen. Ja, der Stecker ist ziemlich klein, aber man kann den trotzdem eigentlich ganz gut mit den Fingernägeln seitlich greifen und mit ein bisschen Rütteln und hin und her rutschen kriegt man den meistens recht einfach gelöst. Dann, wie gesagt, noch die Schrauben lösen. Da geht das Ausfädeln der Kabel auch meistens einfacher, wenn man den Lüfter dann schon in der Hand hat. Und ja, dann kann man den austauschen. Und dann wird er in genau umgekehrter Reihenfolge wieder eingebaut, festgeschraubt. Und natürlich am Ende nicht vergessen, auch den Stecker wieder zu verbinden. Ja, und schon hat man das. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Dann drückt man den noch auf die Steckverbindung wieder ein bisschen drauf und dann einfach nur noch verschrauben. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Und ja, wenn man das dann hat, auf jeden Fall die beiden Schrauben unter dem Laufwerk als allererstes wieder rein. Dann kann man schon mal die äußeren Schrauben zumachen. Und ja, bei den Gummischienen einfach, falls die nicht mehr richtig kleben, kann man die mit doppelseitigem Klebeband neu machen. Alternativ dazu kann man auch einzelne Gummifüße kaufen und die dann ja so auf dem Gerät quasi platzieren. Zum Schluss kommt noch das Laufwerk wieder rein. Das kann man einfach reinschieben. Das wird durch die letzte Schraube hier gehalten. Und dann ja, ist man fertig. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da.
Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.